Wir sind bei einem der größten Concorde-Reisemobilhändler in ganz Deutschland. Ja, wir sind in Erding beim Caravan Center in Erding, ja. Und hier steht die Chefin persönlich. Ich grüße dich. Hallo, ich bin die Frau Hartmann. Wir betreuen unter anderem Concorde und möchten unsere Kunden sehr gut bedienen. Das ist so, ihr habt mich abgeholt. Ich bin also von Saarbrücken hergefahren, habe mir einen One-Way-Wagen geholt, kriege jetzt auch ein Auto von euch. Ihr habt mich abgeholt. Die, Bedienung war vorzüglich. Ich habe euch eine Liste gegeben, ihr sollt das Auto checken, das habt ihr abgearbeitet? Selbstverständlich für uns, dass jeder Kunde bei uns immer zufrieden ist. So, und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Video für euch, das schenke ich euch mal, dass man das mal sieht, wie toll das hier ist. Ja. Ihr seid aber nicht alleine, was wärt ihr ohne Mitarbeiter, korrekt? Ganz genau, das ist die Frau Kirchhoff, die unterstützt uns grüße Sie. In unserem Shop. Und in der Werkstatt ist der Herr Müller auch tätig, der ist damit betreut, die Fahrzeuge zu prüfen, zu reparieren. Durchzuchecken, alles zu machen, Erweiterungen, die mal gebaut werden müssen. So, jetzt ist das ja eigentlich, wenn man hier so Frauen sieht, du hast mir eben erzählt, du machst wirklich alles, oder? Fast alles. Multitaskingfähig, wie es bei Frauen üblich ist. Und du bist aus Berlin? Ja. Nach Bayern gekommen? Genau, beruflich und Familie, alles hier. So, ich zeige das mal gerade. Es gibt nämlich noch einige andere süße Teilnehmer hier. Ihr seid unglaublich tierlieb, muss man sagen, oder? Das ist richtig, ja. Tiere sind für uns sehr wichtig. Und es ist so, dass ganz viele Leute, die Reisemobile haben, ja, die haben ja auch einen Hund dabei, oder? Ja, ich glaube mindestens 80%. Ja, wir haben ja auch 2. Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, wir gehen mal ganz kurz darauf ein, wenn ihr mal gerade mitkommt. Ja, ist es so, dass hier sind schon die größeren Sachen. Wer kauft denn normalerweise hier so ein Reisemobil von Concorde? Jeder. Jeder. Der 12-Jährige? Nein, das auf jeden Fall Jüngere, die mittlere Generation, sowie auch mit Sicherheit auch die ältere Generation, weil die auch irgendwann mal sagen, wir haben so viel gearbeitet im Leben, Das heißt, ich möchte mir was Gutes tun. Ja, man muss sagen, man kann hier mit so einem Reisemobil, das hat einen unglaublich großen Tank, hat eine Festtoilette, es hat eine richtige Heizung mit drin, sogar mehrere. Man kann da richtig drin leben. Das heißt, viele fahren ja auch nach Spanien zum Beispiel. Das ist richtig, mindestens ein halbes Jahr. Das heißt, immer im Winter, wenn es hier kalt ist, fahren viele in den Süden, weil einfach das Klima angenehmer ist und ja, man fühlt sich einfach im Süden besser. Ne? So ist es. Ja, das hier ist recht hoch. Das ist ein Alkoven auf LKW-Basis. Ja, ist schon was Größeres, oder? Ja, das ist ein Riesenteil. Okay, sehr, sehr schick. Das wird auch gekauft. Ja, es gibt 2 verschiedene Konzepte. Es gibt hier bei Concorde die vollintegrierten. Das heißt, das ist im Prinzip so eine Art Reisebus. Ja. Man nennt, der vordere Teil nennt man, ich sage es immer Bus-Chassis, weil einfach hier vorne alles sehr offen ist. Und hier daneben, das ist der Alkoven. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, überhalb von der Sitzgelegenheit beim Fahren zu schlafen. So, wir schicken die Kollegin gleich noch mal rein. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir wollten dich eigentlich mal vorstellen. Die Leute, die herkommen und diesen Reisemobil abholen, das ist ja schon eine ganz aufregende Nummer für die, oder? Ja, die meisten. Das ist wie ein Hauskauf oder ein Kinderkriegen. Ist das so? Ja. Okay, das heißt, ihr holt die ab, da muss ja auch eine Einweisung geschehen. Die dauert schon ein bisschen, oder? Ja, also die Einweisung ist ziemlich aufwendig, aber beinhaltet alles. Circa 2 bis 3 Stunden. Man muss studiert haben? Nein. Sie kriegen das alles völlig idiotensicher. Okay, super. Erstmal vielen, vielen Dank. Du musst wieder rein, Gerne. außerdem ist kalt. Und du hast auch gesagt, ich will ja eigentlich gar nicht so gern vor die Kamera, aber wir mussten dich mal zeigen, weil sie ist schon wichtig hier, oder? Ja, sehr wichtig. Gut, super. Vielen Dank. Tschüssi. Gerne, ciao. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das ist ein Alkoven, Chassis. Wichtig ist natürlich, die kann man mit 7,5 Tonnen fahren, aber den sollte man vielleicht schon über 8 Tonnen fahren, oder? Den kann man auch mit 7,5 Tonnen fahren. Der ist für 7,5 Tonnen ausgelegt. Kann man aber nicht mehr so viel mitnehmen, oder? Nein, aber die Möglichkeit besteht bei diesem Fahrzeug, dass man es auflasten kann. Das heißt, ich habe hier ein größeres Chassis, sodass ich auch wieder mehr zuladen kann. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja so Leute wie mich, ja, die, ich glaube von 1900, wann war die Grenze, wo man geboren ist? 1980, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe den alten Dreier noch, ja, und der darf ja bis 7,5 Tonnen fahren. Ja, genau. Den dürfen Sie fahren. Genau, das ist so. Ja, der ist richtig schick, oder? Ja, der ist wunderbar. Und auch optimal für große Hunde ausgelegt. Das heißt, ich habe hinten eine große Garage. Der Innenbereich ist wunderbar. Ich kann den vorderen Bereich ebenfalls abgrenzen, sodass die Hunde nicht nach vorne laufen dürfen. Alle möglichen Luxusartikel, das heißt ein wunderschönes Bad vom Interieur. Es ist
traumhaft. Ja, es ist auch recht hoch, muss man sagen, fast 4 Meter, oder? Ja, so um den Dreh. Also ich denke so 3,50. Du mal gerade so lieb bist, dich mal daneben stellst, ja, dass man das mal sieht und mir mal kurz verrätst, wie groß du bist heute. Meine Größe? Größe, ja. 1,68. 1,68 und jetzt passt sie ungefähr, ja, so ungefähr 2,5 Mal rein. Ich passe auf jeden Fall in die Garage. So, wir zeigen sie nur mal von außen. Das Ganze gibt es auch ein bisschen kleiner. Ja, das gibt es auch kleiner. Das ist ein Niesmann, das ist ein Gebrauchter. Ja. Und hier haben wir die kleineren, LMC, dann sowie Knaus. Knaus ist auch eine Supermarke, eine sehr günstig, kompakt. Kriegt unglaublich viel fürs Geld, oder? Bei Knaus. Wie meinen Sie? Ja, natürlich. Also das wir meine ich, haben das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich ja, toll. Ja, genau. Was auch Richtig. stark ist bei den Knaus, der Wiederverkaufswert ist unglaublich hoch, glaube ich, weil die Marke ganz toll dasteht. Das ist generell im ganzen Segment von den Reisemobilen und Wohnwagen, weil dieses man kann es nicht vergleichen mit dem Pkw-Bereich. Hier habe ich ja ganz andere Norm, wo ich dann die Fahrzeuge verkaufen kann, wo ich einen anderen Preis erzielen kann. Nicht wie im Pkw-Bereich. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich einen älteren Wohnwagen habe mit 10 Jahren, dass ich da immer noch ein sehr gutes Geld bekomme. So, ich zeige es mal gerade. Ja, ab und zu geben Leute auch mal was in Zahlung. Ja. Hier habt ihr einen Morelo für einen Concorde getauscht. Genau, so ist es. So, das ist auch ein sehr, sehr schönes Auto. Sehr, sehr ähnlich zu den Concorde, muss man auch sagen. Aber ich sag mal, ihr seid nun mal Händler für Concorde, so muss man Das sagen. ist korrekt, richtig. So, dann gehen wir mal kurz rein. Wir drehen heute im Dezember, aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre es erst Oktober. Heute hat der erste Schnee? Oder nee, Heute war der erste Schnee. So, da vorne ist es. Hier habt ihr noch eine große Waschanlage. Man kann auch hierher kommen und das entsprechend waschen lassen, wenn in der Nähe ist. Ja, wir bieten das an, dass Kunden mit großen Fahrzeugen, auch mit Aufbauten wie Sattanlage, Solaranlage, die Möglichkeit haben, in unsere Waschanlage zu fahren, diese reinigen zu lassen. Unsere Waschanlage ist so ausgelegt, dass die Bürsten weder die Fenster noch beschädigen. Dann arbeiten wir mit der sogenannten Nanotechnik. Heißt, es kommt eine zusätzliche Schicht auf das Fahrzeug, sodass Regenstreifen nicht eingebrannt werden können. Ah, ich verstehe. Das heißt, also das, was normalerweise so die Nasen, diese schwarzen Spuren, die man immer sieht, wenn das passiert nicht. Wenn ich regelmäßig in die Waschanlage fahre, dann umgehe ich das, weil diese Regenstreifen dann abperlen. So, hier vorne ist der Eingang. Ja. Thema Probefahren. Wie läuft das denn normalerweise ab? Ich komme von ein bisschen weiter her, will mal Probe fahren. Wie wird das bei euch gehandhabt? Das heißt, man darf Probe fahren natürlich. Natürlich, selbstverständlich, weil man kauft ja nicht die Katze im Sack, wie man so schön sagt. Ja. Das ist immer möglich. Sie können Probe fahren. Es ist immer jemand von uns mit dabei, falls irgendwelche Fragen auftreten sollten. So, hier vorne steht's. Die Öffnungszeiten, ganz wichtig. Dienstags bis Freitags, montags habt ihr zu? Ja, Montag ist Friseurtag. Muss sein, oder? Ja, genau. Montag ist Friseur. Du selbst bist aus München, oder? Richtig, ich bin direkt aus München. So, ich zeig mal gerade, wo wir sind. Dann gehen wir am besten mal rein. Caravan Center Erding. Da kommt ein Concorde reingefahren. Ja, der ist zum Verkauf. Zum Verkauf. Ja, toll ist der. Hopp. Ich zeig's mal ganz kurz. Kommt er angefahren. Schon ein großes Gerät, oder? Ja, ein sehr großes Gerät. Ein Liner, kann man fast sagen, oder? Nein, es ist ein Concorde Charisma 900. Die meisten sagen, glaube ich, in der Wohnmobilbranche sagen zu so einem Ding schon Liner, oder? Ja, viele. Die jetzt keine Ahnung haben. Ganz genau so ist es. So ist es. Ja, wir gehen am besten mal rein. Ja, gerne. Hier vorne ist der Eingang. Ja, ich muss diesen Film nämlich machen, denn ich habe nämlich gesehen im Internet, da waren so 1, 2, 3 Bewertungen drin, wo ich gesagt habe, ihr seid so lieb und so nett und was die schreiben, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und das ist manchmal schade, da schreibt einer was und ihr könnt euch noch so viel Mühe geben. Da habe ich gesagt, wir machen mal diesen Film unbedingt, ja. Ja, da freuen wir uns riesig, weil im Grunde genommen sind wir auch immer bestrebt, jeden Kunden gut zu betreuen und unser Bestes zu geben. Ja, After Sales, ganz, ganz wichtig, Garantie. Ihr seid Partner bei gebrauchten Wohnmobilen, die ein bisschen älter sind, mit der K-Garantie. Das deckt wirklich fast alles ab. Ja, das ist korrekt. Wir haben die Möglichkeit, unter anderem gibt es die sogenannte Anschlussgarantie. Das heißt, nach 24 Monaten, wenn das Fahrzeug neu ist, ab Tag der Erstzulassung, gibt es die sogenannte Anschlussgarantie. Wenn das Fahrzeug älter ist, bieten wir die K-Garantie an. Das heißt,
man bietet dem Kunden auch noch eine zusätzliche Sicherheit mit dazu an. Was natürlich ganz wichtig ist, ja. Ja, genau. Wenn ich jetzt weiter weg wohne, ich komme zum Beispiel aus Hamburg, kaufe das jetzt bei euch, ja. Es gibt ja die entsprechenden Händler, die gibt es ja überall, oder? Das ist richtig, ja. Genau. Im Gegenzug sind da Leute, die aus Hamburg kommen, vielleicht haben sie es da mal gekauft, irgendwie, wie auch immer. Ihr macht doch Service für die Gebrauchten alle, oder? Auch, natürlich. Wenn irgendwas ist, ich habe einen Concorde oder einen Knaus oder was weiß ich, Können wir machen. So. Ja, Zubehör ist ganz wichtig. Camping-Leute brauchen ja spezielle Camping-Sachen, so muss man sagen. Ganz genau so ist es. Wir decken hier eigentlich den kompletten Bedarf ab. Falls jemand noch Sonderwünsche haben sollte, gibt es unseren Zubehörkatalog, wo man dann zusätzlich was bestellen kann. Ist der Kunde zu weit weg, das heißt, er wohnt zu weit weg, können wir auch Folgendes anbieten, dass wir ihm die Ware zuschicken. Angelika, alles das, was hier liegt, ich zeig's mal gerade. Wir sind das mal gerade eben durchgegangen, ja. Das sind alles Bedienungsanleitungen aus einem Wohnmobil, korrekt? Ja, das stimmt. Es gibt für alles Bedienungsanleitungen und ihr habt akribisch Listen bei einer Übergabe, wo wirklich alles ganz genau draufsteht. Wenn du mal gerade so lieb bist, dass man von weitem mal so durchblätterst, dass man einfach mal so sieht, was da alles drauf ist. Das wird alles einzeln abgehakt. So ist es. Und wir haben das gerade mal durchgegangen. Also zum Beispiel alle Fernbedienungen, die es irgendwie gibt, richtig? Das ist richtig. Jede Fernbedienung wird aufgeführt. Also wir fangen mal gerade an, dass man nur mal sieht, was allein an Fernbedienung da ist. Da haben wir links zum Beispiel die beiden Fernseher, die dabei sind. Das ist die SAT-Anlage, die mit dabei ist. Dann haben wir hier die Aufbau-Klimaanlage mit dabei. Das da vorne ist die Fernbedienung vom Radio. Die Schlüssel sind mit dabei, die hier vorne liegen. Und da vorne ist noch die Markise. Ja, also und dann kriegt der Kunde erstmal wirklich peinlich genau alles gecheckt, richtig? Das ist für uns selbstverständlich, sodass eine Sicherheit auch für den Kunden entsteht. Dass man auch nichts vergessen hat. Richtig, ganz genau. Ja, steht da, weil viele Leute, die lesen sich das erst zu Hause vielleicht mal genau durch. Wir gehen das alles akribisch mit dem Kunden einzeln durch. So ist es. Und das anschließend kommt es dann in die Box. Wenn du mir das mal ganz kurz zeigst, die Box, da kann der Kunde das dann mitnehmen und der kriegt alles mit, richtig? Ja. Das ist die Theorie, hast du das genannt? Das ist nur rein die Theorie. Die Praxis folgt danach. Da kommt dann der Techniker, der erklärt dann das ganze Wohnmobil. Genau, das Wohnmobil wird von dem Techniker ganz genau akribisch erklärt, sodass der Kunde zufrieden nach Hause gehen kann. So ist es. Da oben ist noch ein erster Stock, der da ist. So, nee, da gehen wir nicht hoch. So, heute nicht. Ich habe gedacht, nein, das sagen wir heute nicht. Ihr habt eine Kaffeeküche, gibt es da mal einen Kaffee? Ja, selbstverständlich. Der gehört mit dazu. So, und da sitzt die Kollegin schon, da steht auf Werkstattannahme. Jetzt haben wir dich mal am Arbeitsplatz nämlich mal gefilmt. Ja, wir wollten dich nicht zu lange abhalten. Ja, im Grunde genommen war es das schon im Großen und Ganzen. Jetzt geht es ja um die Wohnmobile selber und da spielt sich ja viel im Wohnmobil ab, muss man sagen. Hier drinnen ist dann eher selten, oder? Die Leute sind oft draußen dann, die herkommen und die dann testen. Nee, ich würde sagen, sowie als auch. Ja. Weil hier drinnen findet ja auch die Beratung etc. statt und auch die ganze Terminierung und die Vermietung. Okay, das heißt, die sind oft auch hier. Ich bin fast nur hier drin. Okay. Nee, ich meine, wenn jetzt so die Leute rauskommen und das Ganze mal besichtigen und so weiter, man kann ja, wenn man die einzelnen Typen mal besichtigt, es gibt ja unglaublich viele Grundrisse. Ja, was ist so dein entsprechender Favorit, wenn du einen hast? Also ich finde den LMC 673 ganz toll, weil der hat Einzelbetten, die zum Doppelbett machbar sind und große Betten sind immer super. Du hast auch selber Kinder? Ja, 2 Stück. Okay. Bei dir ist auch Camping oder wenn du hier rauskommst, sagst du, nee, Camping brauche ich nicht mehr? Ja, doch, natürlich. Ja. Man braucht ja die Freiheit. Ihr lebt das selber? Ja, natürlich. Super. Ja, und ich zeig noch mal was. Dein Mann ist Meister. Der ist heute nicht da. Man muss sagen, es hat ihn schwer erwischt, aber es geht ihm wieder besser. Es geht ihm wieder besser. So, er hat nämlich einen Meister gemacht. Er ist nämlich Werkzeugmacher. Er kennt sich nämlich gut aus und weiß, was Qualität ist. Ist das gut, die Reisemobile von Concorde? Ist das gute Qualität? Ja, kann ich nur bestätigen. Halten und halten. Halten und halten, wie meinen Sie? Nee, die funktionieren. Ich habe welche gesehen, hier 2005, 2003. Die funktionieren, die laufen, die fahren. Ja, die sind sehr stabil. Ich muss wirklich sagen, von der Qualität, von der Aufteilung und dann vom Material sind sie sehr hochwertig. Super. Ja, erstes Eindrucksvideo. Erstmal vielen Dank an euch. Gerne. Ihr seid wirklich sehr zuvorkommend. Wir haben ja jetzt die letzten 2 Wochen 1000 Sachen abgesprochen, ja, was zu machen ist. Oft geht das ja nur über das Telefon, über E-Mail und so weiter, wenn die Leute ein bisschen weiter weg sind, oder? Das ist gar kein Problem. Ja. Das ist für uns selbstverständlich. Ja, dann sag nochmal deinen Namen. Mein Name ist Angelika Hartmann. Ja, und vom wo? Caravan Center Erding. Erding, so ist es. Eine kleine Stadt, 36.000 Einwohner, jetzt Großstadt.
Richtig, ganz genau. Wir sind jetzt eine Großstadt. Ja, wenn ich es dann abhole, ich bin hier sehr bequem. Ich habe den Flughafen Franz Josef Strauß direkt vor der Tür. Das ist richtig. Der Flughafen ist circa 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Ja, ihr habt auch eine super Zugverbindung, das ist alles da. Genau, die S-Bahn. Man kann in 40 Minuten ist man am Ostbahnhof und das heißt, man ist direkt fast in München. Ne? Ja, was auch stark ist, man kann auch One-Way die Autos mieten. Das habe ich heute gemacht. Ich habe ein Auto genommen, jetzt bei Europcar, ist in Erding, habe es dann hier abgegeben. Ich muss es nicht zurückfahren und so kann man dann mit dem Reisemobil wieder zurückfahren. Ganz genau, das ist ein toller Service, der hier auch angeboten wird. Das heißt, ich komme von weiter her, gebe hier mein Pkw ab. Wir holen unsere Kunden dann von Europcar oder Avis ab oder von dem zuständigen Standort und dann dürfen Sie in Ihr Fahrzeug gehen, wir übergeben das und Sie können dann mit Ihrem Fahrzeug nach Hause fahren. Wenn ich mal was Längeres habe, was gemacht werden muss, was mal so 2, 3, 4 Tage dauert, ist das schon mal der Fall, dass Leute herkommen, die können übernachten oder wie läuft das? Oder gehen die ins Hotel? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder er stellt das Fahrzeug hierher, das Reisemobil von ihm, oder er bleibt hier und kann dann in dem Fahrzeug hier übernachten. Ne? Das heißt, wir können dann tageweise, außer es ist vom Interieur irgendwas wegzubauen, sodass man nicht schlafen kann. Dann geht es nicht, natürlich. Super. Aber man kann, hier in Erding gibt es genügend Hotels, dann gibt es die Therme Erding, das ist eine der größten Thermen in Deutschland. Ich sogar schon gehört davon, Die ja. ist wunderschön. Ja. Für Kinder super, mit tollen Rutschen, Saunaparadies, also ein Traum. So, wenn der Bürgermeister von Erding das sieht, der wird dich dann dafür grüßen. Ja, vielen Dank erstmal und danke auch an die Kollegin aus Berlin. Du bist auch schon lange hier jetzt, oder? Ja, schon fast 20 Jahre. 20 Jahre, okay. Tschüss, euch allen. Ciao.